Ich denke, dieses Video wird für einige Diskussionen unter euch sorgen, denn man hört ja so oft, es ist alles so teuer in der Schweiz und alles kostet ja so viel mehr. Warum dies im Endeffekt nicht so ist im Vergleich zum Rest von Europa und warum die Schweiz sogar ein relativ günstiges Land ist, das klären wir hier in diesem Video. Wenn euch das Video gefällt, lasst mir doch gerne einen Like da und abonniert kostenlos unseren Kanal, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Bevor wir anfangen, geht zuerst einmal ein Dank raus an Nikolaus Kräuter und das Team von Einfach Aussteigen, der Auswanderer-Podcast. Denn einige der Fakten, die wir heute in diesem Video haben, stammen aus ihrem Newsletter. Also wenn ihr Lust habt, abonniert gerne mal den Newsletter. Ich verlinke ihn euch unten in der Infobox. Da bekommt ihr alle nötigen Infos über das Auswandern und einen der geilsten Podcasts in ganz Deutschland. Jetzt denkt ihr euch, wie kommt ihr denn darauf zu sagen, dass es in der Schweiz hier so günstig ist? Ganz, ganz wichtig für euch ist zu verstehen, dass das Video sich nicht auf Zahlen bezieht, sondern auf Prozentsätze. Das ist natürlich ein Unterschied. Wenn ihr jetzt sagt, ja, in der Schweiz kostet der Döner 10 Franken zum Beispiel und in Berlin nur 3,50. Natürlich ist es in der Schweiz viel, viel teurer. Das ist grundsätzlich richtig, wenn du es numerisch siehst, aber wir betrachten die Prozentsätze. Und das ist ganz, ganz, ganz entscheidend. Wenn ihr jetzt so an die teuersten Länder der Welt denkt, dann könnt ihr ja mal überlegen, was euch da in den Sinn kommt. Also das ist natürlich zuerst mal so Skandinavien, also Norwegen, Schweden, die Schweiz, Luxemburg zum Beispiel oder auch Hongkong oder Singapur. Das ist natürlich richtig. Im Verhältnis aber von Einkommen zu Ausgaben prozentual gesehen sind dies eben nicht die teuersten Länder. Und das klären wir nämlich jetzt. Was nämlich oft in diesen ganzen Statistiken nicht erwähnt wird, das ist das durchschnittliche Nettoeinkommen der Menschen in diesem Land. In der Schweiz liegt dies bei ungefähr 5.200 Euro netto, beziehungsweise Franken. Wenn du da natürlich im Verhältnis 2.000, 1.500 Miete zahlst und so, klingt das erstmal unfassbar viel. Prozentual gesehen ist es aber im Verhältnis zu anderen Ländern deutlich weniger. Und auch die Krankenkasse kostet zum Beispiel in der Schweiz deutlich weniger als in Deutschland. Und jetzt werdet ihr denken, was, wie kann der das sagen und so. Dazu werden wir übrigens nochmal ein Video machen in Zukunft, wo wir das vergleichen werden, Deutschland, Schweiz, Krankenkassen und so weiter. Zum Beispiel in der Schweiz habt ihr ja dieses Franchisenmodell. Die kannst du natürlich hoch oder niedrig ansetzen. Wenn deine Selbstbeteiligung sehr niedrig ist, zahlst du natürlich mehr Krankenkasse. Wenn sie sehr hoch ist, zahlst du weniger Krankenkasse. In Deutschland wird das eben alles schon vom Bruttoeinkommen abgezogen. Deswegen kriegst du das gar nicht so mit, wie viel du da zahlst. Und die Hälfte zahlt auch noch dein Arbeitgeber. Wir hatten das mal ausgerechnet und auf unserem Blog, auf unserer Webseite reisegedanken.com etwas genauer beschrieben. Du zahlst ungefähr 4% weniger Krankenkasse hier in der Schweiz. Einige von euch müssen jetzt vielleicht öfter zum Arzt, müssen Medikamente nehmen, haben vielleicht 1, 2 OPs gehabt. Und dann wird es schon relativ teuer, wenn du immer wieder selbst dazu zahlen musst. Aber auch in Deutschland musst du einen kleinen Teil dazu zahlen. Und auf die Gesamtheit deines Einkommens ist die Krankenkasse auch günstiger in der Schweiz. Worum es heute aber geht, ist, dass wir die Lebenshaltungskosten ins Verhältnis zum Gehalt setzen. Und dann sind auf einmal ganz, ganz andere Länder an der Spitze, an die ihr wahrscheinlich noch nie gedacht habt. Deswegen meine Frage an euch jetzt mal, an was denkt ihr gerade aktuell? Was kommt euch in den Sinn? Schreibt mir vielleicht mal in die Kommentare, ist es genau das oder seid ihr jetzt ganz, ganz überrascht? Denn ich hätte nie an das Land gedacht, was jetzt zuallererst kommt. Und das ist nämlich Polen. Polen ist das teuerste Land für Auswanderer in Europa. Denn in Polen verdient man ungefähr 717 Euro netto im Monat und eine Zwei-Zimmer-Wohnung kostet schon rund 520 Euro in Polen. Ihr seht also, im Verhältnis prozentual ist es ultra viel. Da ist es in der Schweiz, wenn du jetzt 5.200 Euro netto verdienst und vielleicht 1.500 Miete zahlst, deutlich weniger. Platz Nummer 2 ist Portugal und da finde ich das zum Beispiel noch krasser mit der Miete. In Portugal verdienst du im Durchschnitt 860 Euro netto im Monat und du zahlst rund 720 Euro Miete. Also wie das geht, das sind ja unfassbar hohe Preise und so. Vielleicht war ja jemand von euch schon längere Zeit in Portugal und kann mir da ein bisschen Feedback geben, ob man sich dort oft Wohnungen teilt, ob WGs gängiger sind oder wie die Leute das dort machen. Lasst es mich gerne mal wissen und schreibt es mir in die Kommentare. Platz Nummer 3 ist dann übrigens die Türkei, auf Platz Nummer 4 Griechenland und auf Platz Nummer 5 da folgt dann Spanien. Daher ein sehr wichtiger Tipp von mir an euch, wenn ihr vorhabt auszuwandern, dann berechnet auf jeden Fall euer Gehalt im Verhältnis zu den Lebensunterhaltungskosten.
Ihr werdet sehen, da kommen auf einmal ganz andere krasse Rechnungen raus und so, an die ihr nicht gedacht habt. Und auf einmal ist die ach so teure Schweiz doch deutlich günstiger, als man es erwartet hat. Wenn ihr jetzt zum Beispiel Deutschland im Verhältnis nehmt, dort ist das Durchschnittseinkommen rund 2.000 Euro netto im Monat. In der Schweiz 5.200 Euro netto im Monat. Miete, Lebensunterhalt etc. alles kostet. Euch bleiben vielleicht 500 Euro übrig. In der Schweiz bleiben euch am Ende des Monats meistens sogar 2.000 Euro übrig. Und ihr seht, das ist schon ein deutlich anderes Verhältnis. Also es bleibt ungefähr das Vierfache über, so wie ihr auch teilweise das Vierfache verdient in der Schweiz. Was aber wichtig ist zu sagen, nicht jeder Schweizer ist reich von vornherein. Nicht jeder Schweizer verdient 5.200 netto im Monat. Manche weniger, manche natürlich viel mehr. Das ist aber überall auf der Welt so. Deswegen geht nicht davon aus, dass nur weil ihr hier seid, jeder reich ist und so. Das stimmt eben nicht. Man muss natürlich gut umgehen können mit seinem Geld und so. Man muss das gut anlegen oder gut sparen oder wirtschaften. Das ist nämlich oft so ein Vorurteil von Leuten, dass jeder in der Schweiz reich ist und man läuft hier nur auf goldenen Bürgersteigen und so. Und das stimmt aber im Endeffekt nicht. In dem Zusammenhang habe ich gleich nochmal ein paar Fakten für euch. Denn wir haben ja jetzt über die teuersten Auswandererländer gesprochen und jetzt sprechen wir über die günstigsten Auswandererländer. Dort ist auf Platz Nummer 1 Lettland, denn in Lettland brauchst du ungefähr 1.000 Euro im Monat zum Leben. Und wir haben das letzte Mal in Marokko und in Asien haben wir ungefähr 1.000 Euro im Monat gebraucht. Nur dort konnten wir so günstig leben bisher. Aber Lettland vielleicht bei euch sogar auf der Liste. Platz Nummer 2 ist Kroatien. Dort zahlt man ungefähr 28% weniger als der durchschnittliche Europäer. Und für euch mal im Vergleich, in Berlin kostet eine Zweiraumwohnung ungefähr 800 Euro Miete und in Kroatien sind es nur 420 Euro. Und das sind natürlich Länder, wenn du jetzt so digitaler Nomade sein willst oder du bist viel unterwegs und du suchst Coworking Spaces, dann sind so Länder ein super Anlaufpunkt, wo ihr gemeinsam ziemlich günstig, ziemlich große Häuser mieten könnt, Villen mieten könnt, wenn ihr Lust habt und da richtig cool zusammen arbeiten könnt und das für schmales Geld. 3 weitere Länder, die dann kommen, die wirklich sehr günstig sind Ungarn, Bulgarien und Rumänien. Also falls ihr vorhabt, in Zukunft mal diese Länder zu besuchen, ihr braucht dort ungefähr 800 bis 1.000 Euro im Monat, um gut zu leben. Vielleicht manche von euch sind schon im Rentenalter, vielleicht sind diese Länder ja auch was für euch in der Rente. Denn wenn eins ungewiss ist, dann ist es die Rente, besonders auch unsere Rente in Zukunft. Niemand weiß, was wirklich passieren wird. Daher sollte man immer mehrere Optionen haben und flexibel sein. So finde ich. Wir zum Beispiel, wir sind einmal ausgewandert und wir würden auch wieder auswandern. Man hat gesehen, es ist gar nicht so kompliziert, wie man sich das vorstellt. Aber du musst natürlich gut gegenrechnen, ob sich das wirklich lohnt für euch. Wir haben natürlich auch vieles abgewogen, bevor wir in die Schweiz gekommen sind. Ist es für uns gut? Finanziell natürlich. Wie ist das Gesundheitssystem? Das war ein sehr wichtiger Punkt. Und das ist hier sehr gut in der Schweiz. Also eines der besten weltweit, wenn nicht das Beste überhaupt. Also ich arbeite im Gesundheitswesen und ich habe einen guten Vergleich. Und das war ein Grund für uns, in die Schweiz zu kommen. Auch haben wir natürlich abgewogen, ob es besser ist, in Deutschland vielleicht wohnen zu bleiben oder Grenzgänger zu sein oder doch direkt in die Schweiz zu ziehen. Diese Rechnung, die wir heute gemacht haben, hat uns zum Beispiel dazu bewogen, auch hier in der Schweiz zu bleiben. Denn in der Schweiz ist ziemlich vieles viel günstiger als in Deutschland. Und wenn du hier gut wirtschaftest, gut Preise vergleichst, dann kannst du hier wirklich günstig leben. Gebt mir gerne mal Feedback, wie seht ihr die ganze Sache? Habe ich hier recht gehabt oder habe ich hier irgendeinen Quatsch erzählt und so? Oder ihr seht das ganz anders. Auch was mich immer interessiert, sind eure Erfahrungen und eure Beispiele. Da kann ich sehr viel lernen für mich und natürlich die Community auch von euren Erfahrungen lernen. Deswegen schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich beantworte immer, bin immer da und lese. Ich danke euch fürs Einschalten. Das war es an dieser Stelle von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Abonniert kostenlos unseren Kanal. Das könnt ihr direkt hier tun. Und hier oben verlinke ich euch weitere spannende Videos über die Schweiz und über das Auswandern. Vielen Dank, macht's gut und bis bald. Ciao.